Wo bist du? Ich wäre fast ins Wasser gefallen. Da unten. Na du? Hey, Zhongli! Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. Sieh dir das an. Alle in Liyue sind von ihren Emotionen übermannt und glauben, Rex Lapis nie wieder zu sehen. And here you are looking all relaxed. Und hier stehst du total entspannt. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Warum sollte ich auch nicht entspannt sein, wenn ich die Bürde ablege, die ich über 3700 Jahre lang getragen habe? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Liyue kiosk. Ach, jetzt, da ihr beide etwas Freizeit habt, sollte ich euch auf eine Mahlzeit beim Lokal Liyue einladen. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Liyue kiosk. Are you sure you can afford it? Ha, das klingt nach einem großen Versprechen, Zhongli. Paimon würde es vielleicht glauben, wenn du uns in einem drittklassigen Schuppen eingeladen hättest. Aber du kannst es dir ja kaum leisten, überhaupt in den Drehbecherrausch gelassen zu werden. Bist du dir sicher, dass du dich da nicht übernimmst? You're right. I do like the Mora. Du hast recht, ich habe nicht genügend Mora. Ah, du warst aber schon die ganze Zeit so. Aber warum fehlt es Morax an Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. Als der Morax Rex Lapis kann ich ganz einfach Mora erschaffen. Aber da ich mich dazu entschieden habe, als Sterblicher, als Zhongli in dieser Welt zu leben, sollte ich mich an die gleichen Regeln halten, wie es auch alle anderen Sterblichen tun. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to rehearse a little for my new life. Als ich mit dir reiste, befand sich das göttliche Herz zwar noch in meiner Hand, doch ich wusste, dass ich bald mein Leben als Archon hinter mir lassen musste. Also musste ich für mein neues Leben ein bisschen üben. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. Oh, kein Wunder, Paimon versteht es jetzt. Zhongli hat niemals auf die Preisschilder geachtet, weil er es noch niemals musste. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Oh, Paimon, no. Aber weil er es nicht gewohnt war, sich nicht einfach so viel Mora herbeizaubern zu können, wie er es wollte, ist er zu einem Parasiten der Gesellschaft geworden, der anderen Menschen auf der Tasche liegt. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. Naja, du musst es nicht so formulieren. Wir geben ja nur das Geld der Fatui aus. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories and foresight, as well as positions, roles and lives. In der Handelsstadt werden nicht einfach nur Geld oder Güter ausgetauscht. Wir tauschen auch Wissen, Erinnerungen und Visionen aus, sowie Positionen, Rollen und Leben. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. Der Archon Morax konnte das Leben niemals so erfahren, wie es den sterblichen Zhongli kann. Wie es der sterbliche Zhongli kann, egal wie oft er hinabgestiegen wäre, um mit seinen Leuten zu sein. I must thank you for that. Dafür muss ich dir danken, Noza. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. Ich werde die Erinnerungen, die ich als Zhongli mit dir auf den Straßen von Liyue gesammelt habe, immer in Ehren halten. Es war eine großartige Reise. That is true. But there is no journey that does not end.
No meetings without partings. Das ist wahr, aber es gibt keine Reise ohne ein Ende. Kein Treffen ohne einen Abschied. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. Paimon findet, dass wir etwas unternehmen und unsere Suche nach den 7 fortsetzen I fear sollten. that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. Ich fürchte, dass das Fortsetzen unserer Reise schwierig sein wird. Das Reich Inazuma, das mit Liyue am Meer liegt, ist momentan geschlossen. Geschlossen? Yes. The nation has been closed by order of its deity. Sakuku. Japan hat sich auch mal eingeschlossen und es ist japanisch inspiriert. Okay. Ja, auf die Anweisung ihrer Gottheit wurde das Reich The geschlossen. Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Der Elektroarchon Baal. Und wie auch die Menschen in Liyue es bevorzugt haben, mich Rex Lapis zu nennen, so ist auch sie unter den Einheimischen in Inazuma unter einem anderen Namen bekannt. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? Paimon glaubt, dass wir den Namen schon mal gehört haben. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. Das ist korrekt. Und da Raiden auch Shogun der Verwaltung von Inazuma ist, nennen die Menschen sie Shogun Raiden. Die Verwaltung von Inazuma. Said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Doch auch wenn die Leute im Hafen sagen, dass die Situation in Inazuma angespannt sei, Paimon erinnert sich, dass das nicht immer so war. Letztes Jahr war es noch nicht so schlimm. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? Zhongli, da du Rex Lapis bist, solltest du da nicht wissen, was dort vor sich geht? Wie ist es dazu gekommen, dass Inazuma ein abgeschlossenes Land wurde? It's because of visions. Göttliches Auge sind der Grund. Visions? Göttliche Augen? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. Wenn Menschen mit Umständen konfrontiert werden, die sie nicht kontrollieren können, beklagen sie sich oft über ihre fehlende Macht. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. Aber wenn eine Person außergewöhnliche Ehrgeiz zeigt, auch wenn ihr Leben sich an einem verzweifelten Wendepunkt befindet, dann blicken die Götter wohlwollend auf sie herab. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Das sind göttliche Augen, magische Katalysatoren, denen gewährt, die von den Göttern anerkannt wurden. That's how people in Teyvat see it. So sehen das die Menschen in Teyvat? But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Aber mit dem Beginn des letzten Jahres hat Shogun Raiden das Augenharzdekret erlassen. Vision Hunt Decree? Augenharzdekret? Yes, it was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. Ja, die Anweisung, alle göttlichen Augen innerhalb der Grenzen Inazumas zu ergreifen und sie der Statue der tausendärmigen, hundertäugigen Gottes in die Hände zu legen. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? Sie wollen göttliche Augen einfangen? Aber warum? Sind sie nicht der Segen der Götter? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Ich denke, dass es aus Sicht von Shogun Raiden genau aus
dem Grund passiert, weil es eben göttliche Segen sind. Sie sollten sich ihrer Meinung nach ausnahmslos unter göttlicher Herrschaft befinden. Whoa, that's harsh. Oh, das ist schlimm. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. Das klingt wie Kritik an jemanden. Oh nein, das kann jemand. Ich werde nichts sagen. Der Anemo-Archon ist der Gott der Freiheit und der Geo-Archon ist der Gott der Verträge. Was sie angeht, so ist Shogun Raiden die Göttin der Ewigkeit. Es scheint, dass sie sich dazu entschlossen hat, alle Risikofaktoren zu beseitigen, die ihre ewige Herrschaft gefährden könnten. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Der Fakt, dass sogar ich, der älteste der 7, nun aus dem Leben geschieden bin, wird ihre Entschlossenheit, ewig zu herrschen, nur stärken. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. So wie ich sie kenne, hat sie sicher wieder ihren Spruch, den sie so liebt, mit einfließen lassen, als sie das Dekret erlassen hat. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. 7 Ideale für 7 Götter, und von diesen ist die Ewigkeit dem Himmel am nächsten. Himmel, Tien. All right then. Was there anything else you wish to know? Okay, also was diesen Prozess angeht. Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. Der war gut. In einem göttlichen Prozess versagen? Ich werde niemals erfahren, wie sie auf diese billige Ausrede gekommen sind. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. Der Grund, warum die Qixing so versessen darauf waren, den Vorfall aufzuklären und nicht den Täter zu finden, war selbstverständlich, dass sie insgeheim Nachricht darüber erhalten haben, dass Rex Lapis gar nicht tot war. I hinted as much to the Adepti as well. So viel habe ich bei den Adepten durchscheinen lassen. Ja, die waren eigentlich ziemlich traurig, Dude. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? Du fragst dich, wie ich das hinbekommen habe? Hast du jemals von der überaus praktischen Adeptenkraft des Schenkens von Träumen und Visionen gehört? All right then. Was there anything else you wish to know? Nun denn, gibt es noch etwas, was du wissen möchtest? Was ist mit dem Grafen? Yeah, about that. Before the Qixing made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. Ja, bevor die Qixing ihre Ankündigungen verlesen haben, haben wir unterwegs viele Menschen reden hören. Viele geben dem Grafen die ganze Schuld. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Qixing from defeating the ancient god. Tatsächlich sind das falsche Anschuldigungen, aber es ist und bleibt die Wahrheit, dass der Graf Leute in das Jadegemach geschickt hat, um die Adepten und die Qixing davon abzuhalten, den uralten Gott zu besiegen. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Ich habe gehört, dass Ningguang momentan ziemlich beschäftigt damit ist, die Situation in Sachen internationale Beziehungen auszukosten und die diplomatischen Vertreter der Fatui unter Druck setzt. Ha, those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. Aha, diese bemitleidenswerten Diplomaten aus Snezhnaya. Wenn der Graf nicht so eine erhabene Stellung als Herold inne hätte, würden sie ihm alles in die Schuhe schieben und hätten ihn längst herausgeworfen, da bin ich sicher. All right then. Was there anything else you wish to know? Was die Qixing von Liyue The angeht. time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue?
Die Zeit der Adepten ist lange vorbei, auch wenn die Ziehchen von Liyue dieser Wahrheit nicht in die Augen sehen wollen. Doch was für eine Zukunft erwartet Liyue dann? Kuching is absolutely right in saying this. Kuching hat damit absolut recht. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Qixing's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti. Nun lobte ich Ningguangs Verlangen nach Macht, jedoch hielt ich es für eine gute Sache. Und aus diesem Grund dachte ich, dass sie hinter dem Qixing-Plan steckt, die Regierungsgewalt über Liyue aus den Händen der Götter und Adepten zu nehmen. Could the original person who brought up the idea of seizing power have been... Könnte die Person, die hinter der Idee der Machtergreifung steckt, etwa... All right then. Was there anything else you wish to know? Also, was Mora angeht... That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Ach ja, Zhongli, jetzt da du dein göttliches Herz nicht mehr hast, was passiert mit den ganzen Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Wenn sie jetzt einfach alle verschwinden, wo Morax tot ist? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? Und ist die Goldstube nicht die einzige Münzanstalt auf dem ganzen Kontinent? Wird sie in Zukunft noch funktionieren? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo-Archon's power. Aha, und deswegen hast du dein Herz an jemanden gegeben, dem du nicht einen von deinen hier Leuten. Die existierenden Mora werden nicht verschwinden, aber die Goldstube wird tatsächlich den Betrieb für längere Zeit einstellen müssen, da zur Herstellung von Mora die Kräfte des Geo-Archons benötigt werden. This is terrible. We're all about to run out of Mora. The world is coming to an end. Ach, Paimon, alles gut. Je mehr Geld, desto eigentlich... ja. Es gibt ja nur einen stetigen Fluss von Geld. Naja. Oh, das ist furchtbar. Uns wird allen das Geld ausgehen. Die Welt wird untergehen. Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Ja, von einem finanziellen Standpunkt aus gesehen kann es tatsächlich problematisch werden. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Ja. Qixing to debate. Naja, ich schätze, wir sollten solche lästigen Angelegenheiten wohl den Qixing von Liyue überlassen. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Hast du dir denn wenigstens ein paar private Ersparnisse beiseite gelegt? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. Oh, private Ersparnisse? Das scheint mir eine besonders gute und sinnvolle Idee zu sein. It's a shame. Was für eine Schande. What's a shame? Was ist genau eine Schande? It's a shame that I didn't think of it at the time. Eine Schande, dass ich es vergessen habe. All right then. Was there anything else you wish to know? Das wäre alles. Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Nun denn, Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. Inazuma ist noch ein bisschen weit weg. Bisher muss ich da noch nicht hin. Ich habe noch vieles in Mondstadt zu tun und dann, so vieles in Liyue. Nun denn, du musst einen Weg finden, in dieses geschlossene Reich hineinzukommen. Überstürze nichts. Ich habe das Gefühl, dass wir dafür einen glücklichen Zufall brauchen. You know, this is starting to feel like chili pepper weather. Oh. Paimon's hungry for some fresh and fiery, spicy foods that let your taste buds have a blast. Was geht ab? And if there's one dish that fits the bill, it's blackback perch stew. Come on, let's pay a visit to One Min Restaurant. Wow, where did that come from? Hey, dude. All right then. Was there anything else you wish to know? Das wär's. Well then.